vorne ist die Unterkunft. Und der Besitzer meinte gestern, dass das Grundstück hier relativ groß ist. Da unten ist, glaube ich, ein kleiner Bach. Das Dorf ist einmal über den Hügel hier rüber. Vorne ist ein Grill, wo man dann auch im Sommer schön draußen grillen kann. Hier wird Wein angebaut und hier sieht man schon ein bisschen den Lavendel. Da hat man beim Inserat auch gesehen, wie der im Sommer blüht. Also dann ist das auch hier wunderschön. Das sah fast ein bisschen aus wie in Frankreich. Man sieht hier überall so alte Bauernhäuser rumstehen. Ich glaube, die meisten davon sind wahrscheinlich verlassen. Die Flachebene von Banat liegt jetzt einmal hier drüber im Westen. Das sind jetzt hier die Anfänge der Karpaten. Und hinter mir kommen dann die größeren Bergketten. Beziehungsweise wenn man ein bisschen nach Südosten geht, geht es dann nochmal rein in die Walachei. So, es ist Zeit auszuchecken aus meiner Unterkunft hier 1 Kilometer außerhalb von Karaschowa in der Banater Bergregion. Der Plan für heute ist, die Gegend ein bisschen zu erkunden. Und heute Abend bin ich da in einem Herkulesbad. Das ist ein alter Kurort hier in der Gegend und da sahen die Bilder auch sehr spannend aus. Auch ein Zeichen dafür, wie fortschrittlich das Banat seinerzeit war, ist, dass hier das erste Theater entstanden ist, 1817. So, wir sind hier bei der Gebirgsbahn in Deutsch-Orawitz im Banat. Die Strecke hier wurde 1863 gebaut, um Steinkohle aus den Minen von Annina nach Orawitz zu transportieren. Die Strecke ist 30 Kilometer lang und der Zug braucht dafür 2 Stunden. Das heißt, er fährt mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 15 km/h und passiert dabei 14 Tunnel und 10 Brücken. Ich weiß nicht, wie viele Leute heute tatsächlich hier sind, weil es absolute Nebensaison ist. Ich sehe auch noch überhaupt keinen, der so aussieht, als würde er bei der Bahn mitfahren. Der Plan ist jetzt, einmal mit der Bahn 2 Stunden hochzutuckeln nach Annina, sich da kurz umzusehen und dann tatsächlich mit dem Taxi zurück, weil in den Erfahrungsberichten steht viel, dass man sich das sparen kann, die zweimal zu fahren, dass dann insgesamt schon 4-5 Stunden sind, die man unterwegs ist. Jo, hier ist aber auch gut warm, ey. Die haben hier richtig eingeschürt. So, mit Holz stehen auch mehrere Eimer. Gut, die halten die Tür jetzt offen. So, jetzt wurde hier auch die Lok angeschlossen. Maximum 100 km/h. Ich bezweifle stark, dass wir das heute erreichen. So, wir fahren los. Und auch daran erkennt man, dass es ein deutscher Zug ist. Wir haben jetzt schon 10 Minuten Verspätung. Es wird eine absolute Sauna, wenn die hier nicht bald mal die Türen irgendwie aufmachen. Die Fenster sind verschlossen, die kriegt man gar nicht auf. Ist auch ganz cool, weil man mal ein paar Ecken zu sehen bekommt, die man von der Straße aus eher nicht sieht. Hier sieht man die alte Bahn. Und sehr cool auch. Hier ist die Tür offen. Können wir mal kurz rausschauen. So, da vorne kommt, glaube ich, die nächste Brücke. Also ich muss ja so Bahnfahrten nicht immer haben. Manche Leute stehen ja da total drauf. Aber die hier ist tatsächlich ganz cool, so mit der Tür offen. Ich bin, glaube ich, auch der einzige Tourist irgendwie hier an Bord und 2 Zugbegleiter. Zumindest was ich gesehen habe. Also ich weiß nicht, inwiefern sich das hier jetzt für die Leute rentiert, aber auf jeden Fall ein schönes Erlebnis.
Austro-Ungarn-Signal. Das ist noch aus Österreich-Ungarn anscheinend die Pfeife damals. Also der hat hier mehrere antike Zubehör. Ja. So, hier hat er ein Bild von sich von 1969, glaube ich, hat er gemeint. Gold, Silver. Ah, okay. So schade es auch ist, dass es jetzt um die Jahreszeit ist, wo die Natur nicht so schön ist. Aber immerhin sieht man jetzt durch die ganzen Bäume und so durch. Das hätte man im Sommer jetzt auch nicht. Da oben sieht man schon ein bisschen Felsen von den Bergen. So, wir haben hier jetzt einmal angehalten. Das scheint ein alter Stopp zu sein. Mit nur einem Häuschen hier mitten im Nirgendwo. So, hier scheint ein altes Bergwerk zu sein. Das erklärt auch den Stopp, den wir gerade eingelegt haben. Ach ja, und ich bin tatsächlich der Einzige an Bord, abgesehen von den 2 Zugbegleitern. Es sind auch überall so Ruinen von alten Häusern. Sieht man die Strecke. Da vorne ist das Viadukt. Und jetzt sind wir einmal in einer Serpentine quasi hier hochgekommen. Und schon der nächste Tunnel. Hier sieht man auch, wie sie den Felsen einfach einmal durchgeschnitten haben. Und hier hat es auch erst vor kurzem gebrannt anscheinend. Der Ticketkontrolleur hat mir vorhin auch Videos gezeigt, dass es erst hier vor ein paar Stunden einen riesigen Brand gab. Also das ist natürlich jetzt nicht hier, aber die Rauchschwaden habe ich auch schon auf dem Weg hierher gesehen, wo ich zuerst gedacht habe, das ist irgendwie eine Dampflok oder so. Ich weiß auch nicht, wieso es hier immer zu so vielen Bränden kommt. Kommt man ja auch erst aus dem Winter raus, also so trocken ist es ja noch gar noch nicht. Ich glaube, der hat gerade nach der Post auch gefragt. Eventuell liefern die hier aus. Da unten ist ein kleiner Bauernhof. Das ist bestimmt auch ein interessantes Leben hier, ganz allein in dem Tal. Willkommen im wunderschönen Annina. So, das ist jetzt die Bergstadt Annina. Ich drehe mal eine kleine Runde. Hier ein Denkmal für die Bergarbeiter. So, und Annina scheint Partnerstadt mit Nassenfels zu sein. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Nassenfels liegt im Altmühltal, also gar nicht so weit weg. So, das scheint der Dorfkern hier zu sein, ein paar Fastfood-Restaurants, ein kleiner Minimarkt. So, ich bin jetzt mal kurz 10 Minuten in das Dorf reingelaufen. Ja, gibt nicht viel. Das Lustige ist, dass mich alle anschauen, weil ich der Einzige im Zug bin. Und normalerweise gibt es hier mehrere Geschäfte und so weiter oder Museen, die ja, quasi nur 1 Stunde am Tag aufhaben, nur für die Touristen, die hier einmal kommen. Da ich der Einzige bin, schauen sie mich alle an, ob ich dann
ich da irgendwie Geld ausgeben will. So, hier haben wir noch ein Haus, das von ein bisschen früher sein könnte. Die anderen sehen alle deutlich neuer aus. Hatte ich jetzt nicht so erwartet. Ich weiß nicht, ob man es erkannt hat, aber das war jetzt irgendwie schon die 5. Person, die mit einem Teppich hier rumläuft. Keine Ahnung, was hier abgeht. So, hier haben wir jetzt einen Blick auf Annina, beziehungsweise Steyerdorf Annina, wie es früher hieß. Wegen der vielen Arbeiter aus der Steiermark, aber auch aus Tschechien und Deutschland. Heute leben hier noch 9000 Leute, das waren früher deutlich mehr. Und soweit ich das sehe, haben wir hier einmal ein ehemaliges Bergwerk und dann auch noch am anderen Ende der Stadt, wo wir mit dem Zug reingekommen sind. Und anscheinend wurde damals auch mit über 1000 Metern eine der tiefsten Minen Europas hier gegraben. Hier oben am Berg, das ist schwer zu sehen, aber da sieht man auch noch 2 gekreuzte Hämmer. Es sind noch viele Deutsche und von Austria noch. Ja. Ja, in Annina, in Steyerdorf. Hier Ja. in Steyerdorf. Ja, genau, Steyerdorf, ja, habe ich Ja. gelesen. Ja. Annina Steyerdorf. Und sind die Bergwerke noch offen oder ist das alles geschlossen aktuell? Na, die sind alle geschlossen. Jetzt ist mehr so Tourismus und so. Die kommt viele Leute. In der Nähe sind auch viele Sachen zum Schauen, aber das sind so im Wald zum Gehen mehr. Vielen Dank, auf Wiedersehen, tschüss. Papa, ciao, Nello. Ciao, ciao. First, forest. Ah, for wood? Ja, For the- wood. Ah, okay. Molto mehr schnello. Take care. Ciao. Bye bye. Er hat dann noch so ein bisschen erzählt von der Gegend und so. Ja, heutzutage gibt es hier quasi keine Industrie, keine nennenswerte. Die meisten arbeiten, wenn dann, in der Tourismusbranche. Und er hat eben auch erzählt, dass Sissi tatsächlich hier war. Die hatte Lungenprobleme und kam dann hier auf Kur, eben auch in dem Kurort, wo ich heute Abend übernachte. Aber auch hier in Annina. Hier gibt es auch ein Denkmal, das ich gleich nochmal anschaue. Zur Erinnerung an Kaiserin Sissis Liebe und Verbundenheit an diese Gegend wurde dieses Denkmal in Marila im Jahre 1899 errichtet und wieder aufgestellt in Orawitz im Jahre 2004. Ach genau, der Taxifahrer meinte auch noch, dass das da vorne nicht nur das erste Theater in Rumänien war, sondern auch die erste Freimaurerloge. So, hier vorne sieht man schon den verlassenen Kurkomplex von Marila, da wo Sissi früher auch war. Vorhin bin ich mit dem Taxi bloß kurz vorbeigefahren. Ich halte jetzt noch mal kurz und schaue, ob man sich da irgendwas anschauen kann. Vielleicht ein Lost Place oder so. Das ist ein bisschen schwierig mit den Hunden jetzt. So, ich fahre jetzt mit dem Auto mal ein bisschen vor und schau, was man vom Tor aus sieht. Ja, scheint alles komplett verlassen zu sein. So, da ist jetzt gerade dieser Typ rausgekommen, der Herr der Hunde. Und das wird hier anscheinend tatsächlich noch als Wohnung auch benutzt. Hier oben sieht man Wäsche hängen. Ja, Wahnsinn. Also zumindest dieser Teil hier. Aber da bist du ja auch am Arsch der Welt. Also hier gibt es hier nichts zum Einkaufen oder so. Ich glaube auch nicht, dass hier ein Bus fährt und so. Ja, vielleicht ins Dorf runter, dass der die auf dem Weg mitnimmt. Das ist bestimmt auch ein krasses Leben mit diesen irgendwie 30 Hunden hier. Ganz alleine irgendwo am Berg im Wald. Auch verrückt, wie die Zeiten sich ändern. Früher war hier Sissi auf Kur und heute so ein postapokalyptisches Szenario mit den ganzen Hunden und den paar Leuten, die da noch leben. Hier vorne, wo ich eben gerade vorbeigefahren bin, hat auch der Taxifahrer gemeint, dass anscheinend eine Höhle ist, wo der erste, wenn ich es richtig verstanden habe, wo der erste Neandertaler in Europa gefunden wurde. Irgendwie 30.000 Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, alt. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Das hier ist der Bigar-Wasserfall. Die ganze Gegend hier ist Teil des Keile-Nationalparks, der für seine Wasserfälle bekannt ist. Es ist im Sommer bestimmt auch wunderschön hier, wenn es richtig alles grün ist und das Wasser dann auch richtig türkis. Krass, hier brennt es echt. Hier vorne sieht man schon, wie die Karpaten ein bisschen größer werden, aber ich biege dann jetzt hier unten rechts ab und fahre talabwärts Richtung Herkulesbad. Ich habe mir hier kurz am Straßenrand angehalten, weil ich schon das erste Gebäude sehe, das wie Teil vom Kurort hier aussieht. Man blättert auch schon überall die Farbe ab und so. Aber da sieht man auch Verzierungen. Steht schon Herkulesbad. So, hier war die alte Bahnstation. Beziehungsweise da ist immer noch eine. Excuse me, amigo. Do you smoke? I don't. No, sorry. Hat man bestimmt auf dem Video auch gesehen, aber war jetzt auch ein Obdachloser oder eine Obdachlose in. Deswegen wollte ich da jetzt nicht so viel erzählen. Aber das Gebäude, ja, ein bisschen runtergekommen, aber schon auch extrem cool. So dieser alte Glanz, den man hier noch sieht. Zug fährt tatsächlich auch immer noch. So, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera ein bisschen gesehen hat, aber ich bin jetzt hier schon ein paar Kilometer ins Tal reingefahren und Herkulesbad zieht sich quasi über mehrere Kilometer hier in dieses Tal hinein. Hier hat man, glaube ich, so das Zentrum von den alten Gebäuden. Aus der Habsburger Zeit müsste das alles noch sein, muss ich dann später auch nochmal nachrecherchieren. Aber hier gibt es nochmal deutlich mehr zu sehen, als ich gedacht habe von den Bildern. Wahnsinn. So, hier haben wir einmal die Sulfur-Oase. Und ich glaube, ich rieche es auch schon ein bisschen hier. Wahnsinn. Ich glaube, außerhalb von Rumänien ist dieser Ort komplett unbekannt. Ich habe den noch nie auf irgendwelchen Seiten gesehen. Tourismusseiten oder so. Das ist hier ja gefundenes Fressen für Leute, die Lost Places lieben. Hier sieht es schon deutlich besser aus. Da haben sie schon ordentlich renoviert. Da ist einmal der Herkules. So, meine Unterkunft für heute Nacht ist in so einem Gebäude. Also hier sieht man es ganz gut. Beziehungsweise hier drüben ist es eigentlich. Ich war gerade schon oben, um die erste Hälfte von meinem Zeug hochzubringen. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie es außen absolut abgeranzt und abgefuckt ausschaut. Aber dann innen ja, kann man eine ganz normale, schöne Wohnung haben.
So. Home Sweet Home. Ich weiß nicht, ob man es von außen gesehen hat, wie abgeranzt die Fassade und so weiter ist. Ansonsten muss ich das morgen nochmal bei Tageslicht filmen. Aber ja, hier ganz normale Wohnung. Jo. Tipptopp. Hier vorne ist noch die Küche.